Hey zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Julia, heute quatschen wir über Benefits, also Vorteile und Extras. Klingt erstmal schick, ist aber eigentlich ganz alltagstauglich, finde ich. Genau, Benefits heißt einfach Dinge, die extra gut für dich sind. Das kann im Job sein, aber auch privat, so kleine Pluspunkte im Leben. Ich mag das Thema, weil es echt praktisch ist. Vielleicht sagen wir kurz Beispiele, damit es klar ist. Im Job sind Benefits zum Beispiel flexible Zeiten, Homeoffice, ein Jobticket oder extra Urlaubstage. Privat wären es dann Sachen wie Sauna für die Gesundheit oder ein Abo, das dir wirklich was bringt. Ja, und viele haben Angst, darüber zu sprechen, besonders im Job. Also, wie fragt man nach so einem Vorteil, ohne unhöflich zu sein? Ich kenne das echt gut. Ich war früher total nervös. Same hier. Ich habe mal bei einem Vertrag nach flexiblen Stunden gefragt und dachte, oh je, die sagen sicher nein. Aber dann habe ich erklärt, warum es gut für meine Arbeit ist. Und plötzlich war es gar kein Problem. Genau das ist der Punkt. Du musst sagen, was du brauchst und warum es hilft, besser zu arbeiten. Zum Beispiel, mit einem Homeoffice-Tag pro Woche kann ich mich besser konzentrieren. Das ist klar und höflich. Vielleicht klären wir kurz das Wort Perk. Viele sagen Perk statt Benefit. Perk ist einfach ein Extra, ein Bonus, sowas wie Gratis-Kaffee im Büro oder ein Zuschuss fürs Fitnessstudio. Apropos Fitness, Sauna, ich habe echt gute Erfahrungen. Nach der Sauna fühle ich mich ruhiger und, naja, die Durchblutung, also wie das Blut im Körper fließt, wird besser. Ich war zuerst skeptisch, ehrlich. Beim ersten Mal war mir ein bisschen schwindlig, ich hab's übertrieben. Dann habe ich gelernt, kurz rein, viel Wasser trinken, danach kalt duschen und dann ist's mega entspannend. Genau, kleine Pausen sind wichtig. Und hör auf den Körper, ganz simpel. Ich gehe gerne mit einer Freundin, dann ist es auch sozial, weißt du, man quatscht ein bisschen und kommt runter. Okay, aber nicht nur Wellness. Viele Leute reden auch über Abos, also Subscriptions wie Spotify. Manche kündigen, weil es nicht mehr passt oder zu teuer ist. Ja, das sehe ich ständig. Dienste ändern sich, Playlists sind anders oder man nutzt einfach kaum. Dann ist Kündigen auch ein Benefit, also ein Vorteil, mehr Geld und weniger Kram im Kopf. Guter Punkt. Ich mache mir jetzt immer einen Kalendertermin Abo prüfen. Dann frage ich mich, nutze ich das? Macht's mir wirklich Freude? Wenn nicht, ciao. Oh, und Testmonate sind super. Einen Monat probieren, dann ehrlich sein. Wenn du's liebst, behalt es. Wenn nicht, bitte keine Schuldgefühle, einfach weg damit. Zurück zum Job. Viele fragen sich, wie man Benefits im Vertrag verhandelt. Ich würde sagen, erstmal eine Liste schreiben. Was ist mir wichtig? Zeit, Geld, Ort, also Homeoffice oder vielleicht ein Weiterbildungstag. Ja, und dann freundlich formulieren. Zum Beispiel, ich leiste X und damit ich das gut schaffe, helfen mir Ü und zu. So zeigst du, dass das Benefit auch der Firma nutzt. Das wird professionell und nicht fordernd. Ich habe mal gesagt, ich gebe oft Support am Abend, deshalb hilft mir ein späterer Start am Morgen. Das war ehrlich und mein Chef so, ja, macht Sinn, zack, flexible Zeit. Klar, man muss auch Grenzen kennen. Nicht alles passt überall. Aber Fragen ist okay. Und wenn es nicht geht, kann man manchmal eine kleine Alternative finden, sozusagen ein Mini-Benefit. Übrigens, es gibt Firmen mit Wellness-Tagen. Das ist ein freier Tag für Erholung. Wie Urlaub, aber extra für deine Gesundheit, mental und körperlich. Das finde ich großartig. Ein Tag, an dem du bewusst runterfährst. Sauna, Spaziergang, kein Bildschirm. Danach kommst du gelassener zurück und bist oft kreativer. Und kreative Pausen sparen am Ende Zeit. Das klingt verrückt, ist aber so. Man macht weniger Fehler und ist netter zu Kollegen. Haha. Sag mal, Tim, wie würdest du in einem Gespräch anfangen? Also, wenn du Benefits ansprechen willst. Ich würde sagen, ich habe eine Frage zu Arbeitsbedingungen, vor allem zu flexiblen Zeiten. Das hilft mir, meine Aufgaben besser zu planen. Dann kurz ein Beispiel geben, höflich, konkret, fertig. Genau, konkrete Beispiele sind Gold. Und danach eine offene Frage, wie sehen Sie das? So fühlt es sich wie ein Dialog an, nicht wie eine Forderung. Ein anderes Thema ist die öffentliche Wahrnehmung von Benefits, also wie Leute darüber denken, zum Beispiel bei Gesundheitsthemen. Manche finden Regeln wichtig, andere misstrauen den Infos. Ja, da gibt's viel Unsicherheit. Ich denke, klare, einfache Infos helfen. Wenn man versteht, warum etwas gut ist, nimmt man es eher an. Sonst fühlt es sich schnell wie Zwang an. Stimmt. Und wenn du unsicher bist, frag nach seriösen Quellen, also zuverlässigen Infos. Das nimmt Druck raus und hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Es gibt auch so Geschichten über Benefits, die plötzlich weg sind. Kennst du das mit dem Basketball?
Da hatte ein sehr bekannter Mann lebenslange Tickets und dann, zack, waren sie weg. Ja, total krass. Das zeigt, wie emotional Benefits sein können. Wenn ein Vorteil lange da ist, hat er eben auch Symbolkraft, so Loyalität und Wertschätzung. Im Kleinen kennt man das auch, zum Beispiel im Büro, erst gab's gratis Kaffee, dann nicht mehr. Klingt klein, aber Leute merken das sofort. Es geht ums Gefühl, werde ich gesehen. Deshalb ist Transparenz so wichtig. Wenn etwas endet, erklär das Warum. Vielleicht gibt's eine Alternative wie günstiger Kaffee oder ein Pausenraum, der wirklich gemütlich ist. Genau, und bitte zuhören, nicht nur ansagen. Manchmal wollen Leute gar nicht viel, sie wollen nur verstehen. Das ist auch eine Art Benefit, ehrlich gesagt respektvolle Kommunikation. Apropos besondere Benefits, Gaming. Ich habe gelesen, dass Spiele manchen Menschen mit Autismus helfen können. Spiele sind strukturiert, es gibt klare Regeln, das kann beruhigen und beim Fokussieren helfen. Ja, das habe ich auch gehört. Wichtig ist, Pausen zu machen, damit es nicht zu viel wird. Ein Timer ist super. 30 Minuten spielen, kurze Pause, dann sehen, wie man sich fühlt. So kleine Tools machen einen großen Unterschied. Das gilt auch für Arbeit, ein Timer für Fokus, dann ein kurzer Spaziergang. Das ist fast wie ein Mini-Wellness-Tag. Noch ein großes Thema, Reisen in der Eu und neue Systeme mit Daten. Viele sagen, das macht das Reisen schneller. Das ist der Benefit. Andere haben Sorgen um Privatsphäre, also was mit den Daten passiert. Ich würde da immer schauen, welche Infos werden gespeichert, wie lange und kann ich was einstellen. Wenn ich das weiß, fühle ich mich sicherer, dann kann ich den Vorteil besser nutzen. Genau, informierte Entscheidungen sind die besten. Das gilt überall. Job, Gesundheit, Reisen. Frag nach, lies kurz nach und dann entscheide, was für dich passt. Können wir noch mal kurz zu Abo-Themen zurück? Ein Tipp, bau die Kategorien. Musik, Filme, Lernen, Sport. Und pro Kategorie nur ein Abo, wenn es geht. Das hält die Kosten klein. Oh ja, und mach's dir leicht. Notier Login und Kündigungsdatum an einem Ort. Und wenn ein Abo dich nicht mehr happy macht, tschüss. Das ist Selbstfürsorge, kein Drama. Selbstfürsorge, schönes Wort, heißt gut auf sich achten. Sauna, Spaziergang, ein ruhiger Abend ohne Handy, das sind auch Benefits, nur kostenlos. Lass uns kurz ein paar Sätze üben, die man im Job sagen kann. Zum Beispiel, können wir über flexible Arbeitszeiten sprechen? Ich arbeite dann konzentrierter. Oder wäre ein Weiterbildungstag pro Monat möglich? Das stärkt meine Ergebnisse. Oder ich unterstütze oft das Team am Abend. Ein späterer Start reduziert Stress und erhöht meine Qualität. Klingt freundlich und zeigt Nutzen für die Firma. Und immer nachhaken, wie sehen Sie das? Oder gibt es eine Alternative, die gut passt? So bleibt es ein Gespräch. Und du bleibst offen. Wenn ihr unsicher seid, übt mit einer Freundin oder einem Freund. Einmal laut sagen hilft mega. Danach wirkt man ruhiger und klarer. Kleine Erinnerung, Benefit heißt nicht nur Geld. Zeit, Ruhe, gute Infos, Respekt, all das zählt. Das macht das Leben leichter, ehrlich. Stimmt. Und manchmal ist der beste Benefit Grenzen setzen. Ein Nein zu einer Extraaufgabe kann ein Ja zu deiner Gesundheit sein. Bevor wir zum Schluss kommen, noch ein Mini-Recap. Im Job freundlich, konkret, Nutzen zeigen. Privat Abos prüfen, Wellness ernst nehmen und Infos checken, wenn du unsicher bist. Und denk dran, kleine Schritte sind okay. Ein Saunabend im Monat, ein Timer für Fokus, ein ehrliches Gespräch im Job. Das summiert sich. Wenn euch das geholfen oder gefallen hat, dann lasst gern ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Wir freuen uns wirklich über eure Unterstützung. Ja, Passt gut auf euch auf, macht heute noch was Kleines für euch. Vielleicht ein Tee, ein kurzer Spaziergang oder, naja, 5 Minuten Ruhe. Tschüss ihr Lieben.